Servus und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es kommt der Winter, es wird langsam kalt, da möchte ich lieber mal wieder was Deftiges essen. Und heute gibt's ein Zeggediner Gulasch, ganz einfach zubereitet. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt doch jetzt dabei. Folgende Zutaten brauchen wir. Ich habe hier Schweineschulter, dann brauchen wir hier Zwiebeln, die habe ich schon in Würfel geschnitten, Knoblauch, ungefähr 2, 3 Zehen, dann Sauerkraut, etwas Tomatenmark, an Gewürzen braucht man Lorbeer. Hier habe ich einen scharfen Paprika, ich habe milden Paprika. Da könnt ihr wählen, welchen ihr gerne möchtet. Dann habe ich hier Kümmel gemahlen, Pfeffer und Salz. So, ich habe hier Schweineschulter gewählt. Ihr könnt natürlich auch Halsgrat nehmen oder irgendein anderes Schmorfleisch vom Schwein. Dann die Schwarte kommt als erstes herunter, die ziehe ich ab. Dann schneide ich das Fleisch in mundgerechte Würfel. Das könnt ihr machen, wie euch das gefällt. Ich schneide es ungefähr so. Das Fett lasse ich dran, weil das gibt nachher einen guten Geschmack, denn das Fleisch wird ungefähr 2 Stunden lang im Topf schmoren. Und da wird das Fleisch durch dieses ganze Fett geleeartig und schön saftig. So, wenn das Fleisch geschnitten ist, tue ich es erstmal würzen, hier mit Salz und auch mit Pfeffer. Und dann lassen wir das ein bisschen stehen, damit das auch schön durchziehen kann. In der Zwischenzeit stelle ich schon mal einen Topf auf mit etwas Öl. So, der Topf ist heiß. Jetzt gebe ich das Öl dazu. Und dann kommt auch sofort das Fleisch schön nach und nach dazu. Und das lassen wir jetzt etwas anbraten. Wenn das Fleisch jetzt von allen Seiten schön angebraten ist, kommt die Zwiebeln und den Knoblauch habe ich ja auch dazu gegeben. Kann man jetzt hier dazu tun. Das wird ebenfalls mit angebraten. Vorhin habe ich noch vergessen, wir brauchen noch etwas Brühe zum Aufgießen, aber das genaue Rezept schreibe ich euch sowieso unten in die Information. Wenn das jetzt alles zusammen schön angebraten ist, gebe ich den Löffel Tomatenmark hinzu und lasse ihn ebenfalls mit anrösten. Dann gebe ich schon mal ungefähr einen Esslöffel Paprika dazu, etwas mild und auch etwas scharf bei mir. Das könnt ihr selber wählen, wie ihr das gerne haben wollt. Den Paprika bitte nur ganz kurz mit anrösten lassen, denn dieser neigt dazu, sehr schnell zu verbrennen. Bevor natürlich unten der Boden schwarz wird, einmal aufgießen mit etwas Brühe, nur ein bisschen. Wenn die Flüssigkeit jetzt wieder eingekocht ist, gieße ich noch einen kleinen Schluck von der Brühe auf. Und dann lassen wir das wieder einkochen. So, jetzt gieße ich nochmal etwas mit Brühe auf, dass das Fleisch ungefähr nur bedeckt ist. Und dann lassen wir das jetzt ungefähr 1 Stunde lang schmoren mit dem geschlossenen Deckel. Würzen kann man schon mal mit Pfeffer und etwas Salz. Dann die 2 Lorbeeren gebe ich auch dazu. Etwas von meinem gemahlenen Kümmel. Die Temperatur bitte jetzt runterschalten und dann schön langsam ungefähr 1 Stunde lang köcheln lassen. So, die Kochzeit 1 Stunde ist vorbei. Jetzt schauen wir uns einmal das Fleisch an. Ja, das kann schon noch ein bisschen leicht köcheln, aber das passt hervorragend.
weil das Sauerkraut muss auch noch dazu und es soll ja auch noch ein bisschen weich werden und mit der Soße etwas verschmurgeln. So, das Ganze wird jetzt einmal durchgemixt. Wunderbar schaut das schon aus. Dann gieße ich noch etwas Brühe nach, einen kleinen Schluck. Und dann lassen wir das ungefähr nochmal eine Stunde lang schön schmoren in dem Topf. Dabei sollte man jetzt natürlich öfters einmal umrühren und auch etwas aufpassen, damit es nicht am Boden anliegt. Lieber etwas mehr aufgießen als später zu wenig. Das Zegedinger Gulasch ist jetzt fast fertig. Jetzt müssen wir es natürlich einmal probieren. Es müsste jetzt abschmecken mit Salz, Pfeffer, so wie es euch am besten schmeckt. Ein bisschen Salz fehlt bei mir noch. Und wer möchte, kann jetzt hier ein bisschen Creme Fraiche noch dazu tun zum Verfeinern. So ein Löffelchen. Und das lassen wir jetzt da drin schön auflösen. Hier kochen meine Kartoffeln. Und die gibt es jetzt gleich als Beilage dazu. Unser Segediner Gulasch ist nun fertig. Ja, jetzt kann man das schön auf dem Teller anrichten. Und dann ist es eigentlich fertig zum Verzehr. Bei mir gibt es Salzkartoffeln dazu. Und ich würde euch empfehlen, probiert dieses schöne winterliche Rezept doch gerne einmal aus. Ja, bleibt auf jeden Fall gesund. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder.